Es beginnt mit 4 Geschichten, die vergessen werden. Eine Nacht wie jede andere. 4 Mörserschüsse. 4 Todesurteile. An jenem 27. März im Jahr 1937. 4 Granaten fliegen über Madrid. Sie sind bis oben hin voll mit hochexplosivem Pulver. Pikrinsäure, Hagel, Schrapnell. Engel aus Stahl, die aufflackern. Über dem Campus der Universität. Und wieder befahren wir hirnverbrannt diese Straße. Mit voller Geschwindigkeit und auf dem Weg ins Nichts. Der Faschismus breitet seine Flügel aus über Europa. Und ich? Ich möchte dagegen anschreiben, will denen eine Stimme geben, die im Getöse zermalmt werden. To put it on the record. Und unter den Granaten tummelt sich das Leben. Da wäre Andres, 17 Jahre alt, Literaturstudent. Seit Wochen sitzt er auf dem Campus fest, im Schützengraben. Es ist sein erster freier Abend. Heute würde er sich seine Jugend zurückerobern. Er würde Carla an der Bar ansprechen und über seinen Schatten springen. Seinen kleinen, ängstlichen Soldatenschatten. Oder Alejandra, 61 Jahre, alleinerziehende Großmutter. Bis abends harrt sie aus an den Lebensmittelschlangen. Gleich daheim würde sie ihre Enkeltochter wecken, die Ziegenmilch, den halben Brotlaib, die Wurstscheibe herrichten. Und zum ersten Mal seit Tagen würden sie sich satt essen. Ja, es ist eine liebliche Nacht. Und selbst die Sterne funkeln ihr zu. Doch in Wahrheit sind es 4 Granaten über Madrid. Ihr Gehäuse aus Gusseisen, bereit zu zerbersten. Hungern sie nach Mauern, Menschenfleisch. Erreichen den Zenit ihrer Flugbahn. Über der Calle de la Princesa. Hitler, Mussolini, Salazar. Faschisten in ganz Europa beliefern Franco mit Waffen, während die demokratischen Länder stillschweigend zusehen. Wieder diese alten Hassmärchen, Völker, die Propaganda und Lügen schlucken. Dabei gibt es nur eine Geschichte des Krieges. Und die erzählt von Leid, Hunger, Flucht und Tod. Und unter den Granaten duckt sich das Leben. Die kleine Maria, 8 Jahre alt, kriegsweise. Den ganzen Tag hat sie in den Ruinen gespielt, Fassaden aufgeschnitten wie Puppenhäuser. Noch immer ist die Großmutter nicht zurück. Sie versucht ruhig zu bleiben, zu schlafen, damit der Hunger nicht mehr so beißt. Oder Pedro, 34, Architekt. 14 Stunden lang hat er Löcher gefüllt, Mauern gestützt, das letzte Holz verbaut, das diese Stadt noch zu bieten hat, um die Häuser zu verarzten. Nun am Feierabend stopft er sich seine Pfeife, um die Welt für einen kurzen Augenblick zu vergessen. Wären da nur nicht 4 Granaten über Madrid. Die Zündnadeln im Anschlag. Bereit, eine Hölle loszubrechen. Die Schwerkraft zwingt sie in den freien Fall. unaufhaltsam hinab in den Stadtteil Chambéry. Ich glaube an das Gute im Menschen. Will zu jener Gruppe gehören, die das ungehörte Grauen hinausbrüllt in die Welt. Damit es zukünftig verhindert wird, damit es nie wieder geschieht. Wir brauchen Journalismus dringender denn je. Ist nicht die Wahrheit die beste Waffe gegen den Krieg? Eine Nacht wie jede andere. Es kann sich nur etwas ändern. Es muss sich etwas verändern. Und 4 Menschen, die vergessen werden. Wenn nicht, sind wir hoffnungslos verloren. Und Andres, der die Bar betritt. Und Alejandra, die über die Sterne lacht. Und Maria, die aus dem Schlaf hochschreckt. Und Pedro, der ein Streichholz entzündet. Und eine Stimme. Die brüllt. Da wäre noch eine 5. Geschichte.
von einer jungen Frau, 28 Jahre alt, Reporterin aus St. Louis, Missouri. Ihr Name? Martha Alice Gellhorn. Es ist meine Geschichte, die an jenem Abend ihren Anfang nimmt. Hier, in diesem stockfinsteren Hotelfoyer, mitten im Herzen von Madrid. Disculpe, Señorita, no se puede fumar aquí. Bitte? Verzeihen Sie, aber in der Lobby herrscht leider striktes Rauchverbot. Oh, na dann. Sie erlauben, dass ich Ihnen mit dem Koffer behilflich bin? Normalerweise sind ja die Pagen zur Stelle, nur dieser Tage nun ja diese Schrapnellgeschosse, Sie wissen ja. Ihr erstes Mal in Madrid? Sagen Sie, dieses Donnern da draußen, sind das auch... Oh, no is nada, nichts weiter. Ich tippe auf Chambéry. Ganze 2 Blocks von hier, kein Grund zur Beunruhigung. Aber die ganzen Glassplitter von den Fenstern? Oh, die Handwerker wurden bereits informiert, no is nada, sorgen Sie sich nicht. Und die Risse an der Fassade, fast so, als würde das Hotel gleich in 2 Hälften brechen. Ach, die Dunkelheit, Señorita. Da wirkt alles gleich demoniaco. Nur ein wenig bröckelnder Putz. No is nada, ein Zeichen altehrwürdiger Reife. Hepp. So. Dann lassen Sie mich mal raten. Martha Gellhorn, verdad? Richtig. Bereits reserviert über Ihren Ehemann. Oh, er ist nicht mein Mann. Sí, claro, Ihr Freund. Senior Hemingway hat Ihnen jedenfalls die 107 gebucht. 3. Stock, Einzelbad, Panoramafenster und zur Nordseite hin angenehm ruhig. Angenehm ruhig. Kleiner Tipp noch, bitte stets die Fensterkippen, Wale. Zum Druckausgleich. Zum Wohl unserer Gäste. Sekunde. Wo haben wir ihn? Naja, hier noch die Zimmerschlüssel, Señorita Gellhorn. Willkommen im Hotel Florida. Und dann müssen Sie sich unbedingt noch das Museo del Prado ansehen. Vielleicht das bedeutendste Museum in ganz Europa. Zugegeben, die Kunstwerke wurden im November evakuiert, aber die Fassade, ja... Lass offen, José. Ich nehme den Aufzug. Conchita. Das hier, das muss runter in die Werkstatt. Oh, ist das... Sie, Signora, ein hässlicher kleiner Blindgänger. Und harmlos in jedem Fall. Kommen Sie, hier sind wir schon. Erzählt aus dem Gast im 7., das Biest hat ihm Fenster und Tür zerlegt, hat's bis ins Treppenhaus gesafft und sich dann am Geländer verkeilt. Ja, und jetzt? Wird ein Lampenschirm draus. Conchita. Sehen Sie die ganzen Lichter hier im Flur? Conchita, por favor. Un poco de discreción. Vale. Lassen wir Señorita Gellhorn doch erst einmal ankommen. Wissen Sie, unser Nachtconcierge ist ganz verrückt nach Bronze. Ballistische Augen, daraus lässt sich eine Menge basteln. Sie werden müde sein. Kommen Sie. Alles in Ihrem Zimmer ist frisch bezogen und himmlisch. Carajo! Que coño! Señorita, ¿está usted bien? Hier drüben. Kommen Sie, ja? Was? Lyditrauch, no is nada, nur etwas Säure. Alles in bester Ordnung. Was man von der 107 nicht behaupten kann. Die Toilette erwischt, die Kommode und... Das Panoramafenster. Sag ich nicht allen, sie sollen es kippen? Was ist so schwer daran, ein Fenster zu kippen? Aber immerhin das Bett ist heile. No is nada, morgen schicken wir die Handwerker. Und die Maurer, schau dir das Loch an. Hi. Oh. Noch mehr Panorama. Das Biest hat offenbar komplett zerrissen. Schade um den Lampenschirm. Na, positiv sehen, wie gut, dass Señorita erst so spät eingecheckt hat. Ja, haben Sie denn noch ein anderes Zimmer? Ein anderes, oh ja, natürlich, da wäre... Conchita... Die 109 ist frei geworden. Ist sie? Mhm.
Aber Senor Williams. Hast du nicht die Anzeigen gelesen, José? No. Sí. Oh, che perdida. Ja, sí. Also ja, die 109 können wir Ihnen anbieten. Allerdings noch nicht frisch bezogen. Und es würde Sie ein paar Pesete mehr kosten für dich. Ein paar wenige. Wegen der Lage nach Osten, Sichtschutz vor der Artillerie. Im Haus kursiert diese Theorie. Theorie, Conchita, Statistik. Die Zahlen belegen es. Ah, sí. Jedenfalls behaupten Sie, dass es dort zu weniger Einschlägen kommt. Ich nehm's. Vale, Conchita, würdest du? Sí, claro. Und das Gepäck von Senor Williams. Wie immer. Vale, ich werde dann mal die Umbuchung vermerken und den Checkout von Senor Williams. Ach, Conchita, frische Bettbezüge. Nehme ich von ihr. Da hatten wir ja Glück dieses Mal. Exzellente. Buenas noches, Senorita Gellhorn. Gute Nacht. Ai. Würden Sie das hier kurz für mich halten, Senorita? Sicher, dass das Ding sicher ist? Sicher. Nur nicht obendran fassen. Sí, claro. Es gefällt Ihnen nicht, wie? Madrid, meine ich. Nun ja, nicht so wirklich. Ach, no es nada, das ist gar nichts. Im November, da hätten Sie mal hier sein sollen. Und die deutschen Junker haben hier ein örtliches Feuerwerk veranstaltet. Sie werden sich schon noch daran gewöhnen. Vermutlich. Und immerhin, man kann ja nur einmal sterben. Tagebuchnotiz. 2 Monate zurückgeblättert. Es war der 25. Januar 1937. Vaters erster Todestag. Ein Jahr schon dieses nicht mehr antworten, diese Leere. Sein ganzes Leben hat er als Arzt dem Wohl anderer gewidmet. Blicke ich da auf meine eigenen 28 Jahre, beschämt mich die Bilanz. Eine gescheiterte Affäre, 2,5 schlechte Romane und unzählige Artikel. Ich muss weiterschreiben, an etwas Großem, Sinnhaften und habe endlich eine Richtung dafür. Europa, Spanien, Ernest Hemingway. Werde den Jungs folgen. Auch wenn ich keinen Schimmer habe, wer diese Jungs eigentlich sind. Mit Pauken und Trompeten breche ich auf in den Krieg. 12. Februar, St. Louis. Die Reaktion meiner Freunde? Großer Gott, Martha! Das war's. Du wirst draufgehen. Ja, und für wen? Für was? 27. Februar, New York. Meine Abschiedsbriefe sind endlich auf der Post. Jetzt wird alles gut. Ich weiß endlich, was ich möchte. Unsere neue Anti-Faltencreme. Bitte 2 Stunden einwirken lassen. 28. Februar, Seele verkauft. Ein Artikel für die Vogue über die Schönheitsprobleme der Frau mittleren Alters. Abends Hautausschlag im kompletten Gesicht. Was tut man nicht alles, um etwas Geld zusammenzukratzen für eine Überfahrt nach Frankreich. 2. März, Atlantik. Ich büffle etwas Spanisch. Soy periodista. Ich bin Journalistin. No disparen, estoy desarmada. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Nach Madrid, Mademoiselle. Sind Sie lebensmüde? 22. März. Zwischenstation in Paris. Die ganze Stadt ist voll mit Exilanten. Nur, dass es die meisten in eine andere Richtung zieht. Möglichst weit weg von Hitler, Franco, Mussolini. Ich dagegen nehme den Zug runter bis zur spanischen Grenze. Votre billet, s'il vous plaît. Südlich von Andorra ist es nur ein Katzensprung. Keine Kontrollen. Nur ein Fußmarsch durch den Tiefschnee rüber nach Spanien. Danach weiter mit dem Zug. Su billete, por favor. 24. März. Barcelona. Auf der Rambla kreischt mir die Propaganda ins Gesicht. Die Gassen voll mit jungen Soldaten, Milizen aus ganz Spanien, England, Amerika. 26. März. Weiterfahrt über Valencia in einem viel zu engen Transporter. Die anderen Mitfahrer? 3 Ferkel aus Tarragona und 20 Hennen. Habe ich die Konservenkisten erwähnt?
Es wäre ein bitteres Ende, von 200 Kilo Marmelade gesteinigt zu werden. 27. März. Madrid. Pechschwarz kauert es vor mir in der Nacht. Von den Bergen her Lichtblitze, das Donnern der Artillerie. Es schmeckt nach Angst. Courage. Warum das alles, beginne ich mich nun doch immer häufiger zu fragen. Dieser ganze Weg, um mir selbst etwas zu beweisen? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe keinerlei Ahnung, was ein Krieg eigentlich ist.